Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Welcome to BTR TV. Madness on track. Luxury race crew took home the third spot with Baton Horse 2 laps down. Then CMS Racing recruit. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzlich willkommen heute hier zur 7. Saisonstation der Sunday Grand Prix Series in Le Mans. Und wir haben heute neben Björn auch unseren Tom am Start, wir haben den Ben dabei und unseren Helmut. Björn ist mal wieder ganz besonders schnell, aber auch Tommy ist heute flott unterwegs und da schauen wir mal, was die Jungs so bringen. Wir sind wie immer hier auf der klassischen Variante der Strecke unterwegs, das heißt es gibt keinerlei Schikanen auf der Geraden. Da befürchte ich, das wird halt wieder eine wilde Raserei werden. Schauen wir mal, wünsche ich euch allen ganz viel Spaß. Also wenn es jetzt wirklich 2 Splits gibt, offensichtlich. Ja, die gibt's. Okay, I'm just starting to stream now. Hello, stream from Ben. Hello, dear Simracing and Motorsport fans, and a warm and very welcome. Warum? Le Mans. Kommt daher, Tom. Ich fahre halt nicht oder bin nicht viel Rennen gefahren, ne? Aber ich kann das schon ganz gut. Das stimmt, ja, das hat ja noch keiner das Gegenteil behauptet da, ne? Nein, weil viele wundern sich, weil ich halt so einen kleinen Rating habe, ne? Number 7 for me. Oh. You're number 5. Thomas, number 8. What the? Why is Helmut's IR so low? From Helmut? Helmut should be 2K driver. Ja. Helmut ist, weiß nicht, wie lange hast du schon iRacing oder wie lange, seit wann bist du hier? am Ich fahre Start? schon 8 oder 9 Jahre iRacing. Ach so, aber Aber ich fahre keine Rennen, ach so. Hier uns iRacing. Test. weil ich noch nie so gute Leute wie euch so gefunden habe. Ich habe immer gesucht und alleine hat das halt nie Bock gemacht, ne? Okay. Oh, cool. Sehr schön. Also falls du mal jemanden brauchst, der deinen Radical durch die Gegend fährt, kannst du dich ruhig melden, ne? Nein, Spaß beiseite. Heute also wieder Le Mans. Wir haben heute 20 Fahrer am Start, die insgesamt 11 Runden absolvieren müssen. Wie immer 10 Lizenz, kein Boxenstopp, keine Schnellreparatur. Das Setup ist freigestellt und die Stärke des Feldes beträgt 1861. Auch nochmal für alle habe ich dem Patrick eben gesagt, wenn das jetzt gleich losgeht, schalte ich mich hier aus, also auf stumm, ne? Alles klar. Ja, wir versuchen schon einigermaßen hier Funkstille zu wahren im Rennen, ne? Das so, sei denn irgendwie, man hat irgendwie was Wichtiges zu sagen, so, ne? So, und da müsste dann auch jeden Moment die Qualifikation starten. Schmerzlich vermissen tun wir heute unseren Bayern. Der ist in Croft bei der BTCC. So, ich glaube, es geht los. Ja, haben uns vor allem. Good luck. Alles Gute. Gut Luck all! Good luck. Und da ist die Qualifikation auch schon in vollem Gange. Schauen wir mal, wie es unseren Jungs heute hier so ergeht. Und da kommen auch schon die ersten Zeiten rein. Aktuell Tetjan Blömen auf Pole Position. Da haben wir Miguel Morland vorne vor Ben Summers. Top. Im Bild haben wir jetzt auch mal den aktuellen Gesamtstand der F2 Championship eingeblendet. Wie ihr seht, unser Björn einsam und verlassen vorneweg. Ich glaube, da wird es niemanden mehr geben, der ihm den Titel diese Saison streitig macht. Und auch heute zählt hier für mich Björn zu den absoluten Top-Favoriten. Viele unserer Zuschauer haben ja das letzte Rennen am Mittwoch der IMSA Vintage Serie gesehen. Da hat Björn eindrucksvoll gezeigt, was er hier auf der Strecke zu leisten imstande ist.
Und unser Tommy ist jetzt auch das erste Mal über die Ziellinie. Das ist noch ausbaufähig. Platz 6. Eine 3:27,311. So, und jetzt kommen die Jungs alles das zweite Mal Richtung Zielstrich. Miguel Morland, neue Bestzeit gesetzt. Dahinter Tetjan Blöm und Ben Sommers aktuell auf 3. As good as I can do. Jetzt kommt auch hier Tommy Richtung Ziellinie und aktuell Kurt Klapper auf Pole. Wow, Top-Zeit hier. 3:23,269. Ganz herzlichen Glückwunsch. Kurt Klapper fährt eine Quali und setzt sich hier auf Pole. Super gemacht. Tommy P4 vor Ben Sommers. Das könnte interessant werden. Unser Björn hat es leider versemmelt. Yes! I beat Ben! Good job. Oh, das wird knapp für Helmut. Oh, Etwas Helmut close. 5 Meter vorm Ziel war die Zeit aus. Oh nein! Ja, direkt auf der Ziellinie. Ja, muss ich echt beeilen hier bei diesem scheiß Track hier, ne? But as they say, they don't give out prizes into qualifying. Der Björn hat es weggefeuert. So, In der ersten Blue Runde. Bjorn's going for a last and first challenge. Enable your spotter, change your setup. Don't forget anything. Good luck, guys. May the force be with you. Some of you may die. This is a risk I'm willing to take. Da haben wir also Kurt Klapper auf Pole vor Miguel Morland, Tetjan Blömen auf 3, Tommy Silbernagel auf 4 und Ben Sommers auf 5. So, einmal Ergebnisse gucken. Ja, ganz knapp den... Heieiei, Ben Summers direkt neben mir. Robert Simpkins dann auf P6, Keith Turner auf 7, Helmut keine Zeit gesetzt. Manning Grinham auf 8. Nee, die zweite Runde ist ihm halt 5 Meter vor der Ziellinie ausgegangen. Achso, und dann in der ersten. Ersten hat er übertreten. Deswegen startet Helmut heute von hinten und wie gesagt, unser Bayern ist heute leider nicht am Start. Tetjan Blömen hat ein sehr schönes Paint. Mit einem Pin-Up-Girl vorne drauf. Oh, sehr schön. Und Kurt Klapper steht auf Pole Position. Wow. Kurti, ich krieg noch ein Bier von dir. Alles Gute. Ich kriegst bestimmt einen Miller Lite Stay von at dir. 5, I think. We'll try. So, 30 Sekunden, liebe Freunde. Ich drücke euch die Daumen. Lasst uns ein schönes Rennen haben. Die Motoren fangen schon an hochzudrehen und jede Sekunde müsste es dann hier auch losgehen. Okay, here we go. Week 7. Classic Lotus Series on a Sunday. First split's being broadcast by GRC. This is a second split. 20 cars in this one. 10, 9, 7 starting 8, P5. 7, Let's see if we get on 11 laps of the 5, Le Mans track. 4, 3, 2, 1. Green Flag und die wilde Meute ist da gestartet. Wieder mal ein Blitzstart von Björn da hinten. Aber hier vorne, unser Kurti hat da den Start ein bisschen verpennt. Direkt 3 Fahrzeuge an ihm vorbeigegangen. Allen vorneweg Miguel Morland und Tetjan Blömen, der hier schon mit Miguel Morland kämpft und jetzt sich die Führung geschnappt hat. Dahinter auf P3 unser Tommy, auf 4 dann Kurt Klapper zurückgefallen. Dahinter auf 5 haben wir Robert Simpkins und unseren Ben, der da um die Position kämpft. Ben kann sich da auch durchsetzen. Top-Start für unsere Jungs. Tommy auf 3 und Ben auf 5. Und Björn ist da schon wie das Messer durch die Butter durchgestochen und hat hier die Hälfte des Feldes schon überholt. Von P16 gestartet müsste Björn jetzt schon in den Top 10 angekommen sein. Ich glaube, das ist Platz 8 oder 9. Wahnsinn. Und hier vorne gehen jetzt die Windschattenschlachten los. Allen voran Tetjan Blömen und Miguel Morland. Aber auch direkt dahinter, Tommy wird jetzt Probleme mit Kurt Klapper bekommen. Tetjan und Miguel haben schon einen kleinen Gap von fast einer Sekunde auf Tommy und Kurt. Dahinter dann Ben muss sich Robert Simpkins erwehren, der Ben zwar folgen kann, aber nicht wirklich aus seinem Windschatten rausgehen kann. Und genau wie am Mittwoch in der IMSA Vintage Serie geht jetzt hier das Gebolze los. Topstart auch für unseren Helmut. Liegt hier aktuell auf P12. Direkt vor ihm Manning Grinham. Björn, unser Flying Unicorn, schießt da hier schon durch die Menge und greift jetzt auch Keith Turner an. Genau wie hier vorne jetzt. Epische Vierkampf um die Führung. Wir haben die erste Runde gerade mal hier. Und es wird schon hier wild gefightet. Miguel Morland aktuell in Front vor Tetjan Blömen. Kurt Klapper, unser Polesitter, auf 3 und Thomas Silbernagel auf 4. Dann schon eine kleine Lücke zu unserem Ben. Ich schätze mal, das, was wir hier gerade sehen, das gibt uns einen schönen Ausblick auf das gesamte Rennen. Hoffen wir mal, dass das Feld so eng beisammen bleibt. Da verbremsen sich die ersten, da sieht man die ersten Rauchzeichen, aber alles ist gut gegangen. Alle sind hier vernünftig um die Kurven gekommen.
Björn hier gemeinsam mit Keith Hörner im Vorwärtsdrang. Robert Simkins haben sie schon überholt und da versucht Björn auch direkt gleich am Keith vorbeizugehen. Und auch Robert versucht da, sich in Björns Windschatten seinen Platz wieder zurückzuholen. Tolle Zweikämpfe auch hier vorne. Ben und Christo kämpfen da um den letzten Top-5-Platz. Jetzt ist Christo wieder vorn. Hier vorne Miguel Morland führt das Feld jetzt hier Richtung Arnage. Oh, Ackermann's off. Hinter ihm Tetjan Blömen und dann haben wir einen Kurt Klapper auf 3, Thomas Silbernagel auf 4, Christo Cienma auf 5, Ben Sommers auf 6 und hier kommt der erste geflogen. Oh, Keith Hörner macht da einen Ausflug. Oh, Björn hat einen super Start gehabt von 16 auf, keine Ahnung, 7. Da hinten geht auch Howie Burrows weit, aber nichts passiert. Björn inzwischen auf P7 angekommen und wir schauen uns jetzt gleich nochmal den Ausritt vom Keith an. Keith Hörner versucht Björn zu überholen und verliert hier Arnage sein Fahrzeug, weil er da ein bisschen zu schnell war. Oh, that was great. Was a little heart attack. Zum Glück ist da eine große Auslaufzone, aber er fällt ziemlich weit zurück. Helmut liegt hier nach solidem Start auf P12 und hängt hier ein bisschen hinter Martin Reisman fest. Alles in allem muss man sagen, das ganze Feld hier top weggekommen heute. Bis auf den kleinen Ausritt vom Keith haben wir bisher nichts zu vermelden. Und damit haben wir die erste Runde jetzt auch geschafft. Und das ganze Feld hier noch relativ dicht beisammen. Und unser fliegendes Einhörnchen hat hier in der ersten Runde schon 9 Plätze gut gemacht. Von P16 auf 7. Wow, Hut ab. Im Hinterfeld gab es den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Stefano Facco verliert hier Anfahrt, Corvette-Kurven, sein Fahrzeug. Ja. Er liegt eh ganz weit hinten. Nichts weiter passiert und weiter geht's. Okay. Inzwischen ist unser Björn schon auf P6 angekommen, mit direktem Anschluss nach weiter vorn. Er hat hier die schnellste Pace von allen im Feld. Direkt vor ihm Ben Sommers und Christo Cienma, die wird er jetzt als nächstes hier auf der Geraden holen. Und der erste, den er sich schnappt hier, ist unser Ben. Als nächstes Christo Cienma dran. Und während die Jungs schon um die Position kämpfen, hat man im Hinterfeld den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Schalten wir direkt hin. Howie Burrows donnert hier viel zu schnell in die Dunlop-Schikane rein, verliert sein Fahrzeug. Nichts weiter passiert und weiter geht's. Und wie von mir vorhin angekündigt, gibt es hier von Björn einen Angriff, aber auch davor Tommy gerade im Kampf mit Kurt Klapper um P3. Björn muss sehen, dass der Abstand nach vorne nicht zu groß wird. Yes, it's split. Yeah, there was 40 registered, I think. 20 and 20. Jetzt ist Tommy wieder ein Stück zurückgefallen, liegt aktuell hier auf P4, während Björn sich jetzt aufschickt. Und da ist er auch vorbeigegangen. Direkt in seinem Windschatten versucht er auch Ben Sommers am Christo vorbeizugehen, was auch gelungen ist. Damit haben wir jetzt Björn Ackermann auf 5 und Ben Sommers auf 6, Christo Cienma auf 7 und Robert Simkins auf 8. Unser Helmut hier hängt weiterhin hinter Martin Reisman fest. Und siehst, er könnte in den Kurven schneller, hat auf der Geraden aber keine Chance. Er ist im Leerlauf gelandet, ey. War schlecht. Hier mal ein Blick nach hinten. Keith Hörner nach seinem Ausritt auf 15 zurückgefallen, schickt sich da an, sich wieder nach vorn zu kämpfen. Überholt jetzt hier Tobias Möller-Werning. Er hat da auch noch Jordi Figueira direkt vor sich, aber dann klafft schon eine etwas größere Lücke von über 4 Sekunden zu unserem Helmut, den wir hier im Bild haben und der sich weiterhin die Zähne am Martin Reisman ausbeißt. Helmut ein sehr, sehr fairer Fahrer, wendet da auch keine unfairen Mittel an. Aber er hat ja hier auch noch ein paar Runden Zeit, um das Blatt zu wenden. Die Jungs gehen jetzt gleich in die dritte von 11 Runden. Björn hat den Rückstand schon wieder zugefahren und ist direkt beim Tom hinten dran. Was macht der denn schon hier? Die komplette Führungsgruppe hat sich wieder richtig schön zusammengeschoben. Sehr, sehr schön. Und hier auf der Mulsanne-Geraden setzt Björn jetzt auch seinen Plan in die Tat um und überholt Tommy. Damit vorne Kurt, ranklemmt, um wieder nach vorne zu kommen, Miguel und Ted Jan nicht abhauen können. Ben ist
direkt hinter dir. Christo Schienmeier ist da schon abgefallen. Hab der Ruhe vor dem. Tommy versucht da noch fest dagegen zu halten und auch ganz vorn Miguel und Ted Jan kämpfen da um die Führung. Da kann sich Miguel noch vorn halten. Und wie ich das vorausgesagt habe, ist das heute wieder ein wildes Gerase hier. Nein. Scheiße. Und da muss sich unser Tommy vorerst geschlagen geben. Björn ist da einfach zu schnell. Mal sehen, wie lange er braucht, um die Lücke nach vorne zu schließen. Jan Blöm ist jetzt direkt in Führung gegangen. Hinter ihm Miguel Morland. Crazy Björn. I'm driving. I'm racing. Und ein Stück weiter hinten hatten wir wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen. Wir schalten hin. Oh Helmut, der Motor geht hoch. Oh. Oh. Spitzgerät, das war mein Fehler. Ich war im Windschatten, will den ausbremsen und hab zu früh zurückgeschaltet, ist der Motor kaputt gegangen. Oh nein. Sehr, sehr schade, da haben wir mit Helmut unseren ersten schon verloren hier. Dafür läuft es für die anderen Jungs umso besser. Allen voran unser Björn. Well, I mean, I feel as though I haven't really lost any position for me because it's just that Bjorn didn't qualify, so he came from 16th on the grid. So he's the quickest guy. He shouldn't be really in this split. His iRating is. Inzwischen hat hier Miguel Morland wieder die Führung übernommen und Ted Jan Blömen auf Rang 2 verdrängt. Dahinter haben wir, wie gehabt, Kurt Klapper, auf P4 weiterhin Björn Ackermann und auf 5 unser Tommy. Und Björn ist ja jetzt ganz dicht dran an Kurt Klapper. Der wird jetzt über kurz oder lang vorbeigehen. Die Jungs gehen jetzt in die 4. Runde und 6 Jungs kämpfen hier um den Sieg. Wahnsinn. Jetzt greift Björn hier an und geht da auch konsequent vorbei. Wahnsinn, Björn ist hier eine 3,23 gefahren. Das sind 3 Sekunden schneller wie der Rest des Feldes. Einfach irre seine Pace heute hier. Da greift jetzt auch unser Tommy wieder an und geht hier am Kurt Klapper vorbei. Der versucht jetzt hier zu kontern und schafft das auch, herrlich. Das ist falscher Gang. Björn konnte sich von den Jungs hier schon absetzen und wir hatten den nächsten Zwischenfall, da schalten wir direkt hin. Beim Zot statt im ersten. Okay, next incident. Here, Martin Reisman here. Obviously with a broken car from... Okay, Muftata. Oh, that hurts. Oh, Helmut steht an der Box, Feierabend. Martin Reisman, Ford Chicane, kurz vor Start und Ziel, schmeißt er sein Fahrzeug so heftig in die Barriere, dass das Rad davon fliegt. Das Rennen ist endgültig vorbei. Hier vorne an der Spitze geht das Spielchen von vorn los. Miguel ganz vorn, dahinter Ted Jan Böhmen und Björn holt da immer mehr auf. Dahinter dann auf 4 Kurt Klapper und Tommy schließt die Top 5 ab. Come on, Ben. I will stay on the right side, on the left. Come on. Ganz vorne greift jetzt Ted Jan Böhmen nach der Führung. I'm saving fuel. Okay. Björn konnte den Rückstand komplett zufahren und greift jetzt hier mit im Kampf um die Führung ein. Vor der Victory Donuts. Und da schießt er auch in der Mitte durch. Ein Wahnsinnsmanöver. Hat sich der Björn innerhalb von 4 Runden von P16 nach vorn gekämpft. Einhorn in Front. Und auch Tommy konnte Kurt Klapper wieder überholen. Ein wildes Hin und Her hier. Und Ben ist da weiterhin ganz dicht dran in lauer Stellung auf P6. Hinter ihm Christo Schienmeier auf 7, ist schon über 2,5 Sekunden weit weg von der Gruppe. Oh, Björn ist in Front. Crazy. Crazy shit. Miep, miep, Unicorn. Eine irre Pace, die unser Einhörnchen da hier an den Tag legt. Aber auch Miguel und Ted Jan stehen da nicht zurück. Aktuell befindet sich unser Björn in absoluter Topform. Und ich wüsste nicht, wer ihm diese Saison den Titel streitig machen könnte. Ups, jetzt ist Björn in Arnage ein bisschen weit gegangen. Das Einhorn brauchte ein bisschen Gras zum Fressen. Sofort nutzt das Miguel Morland aus, greift da an und geht da wahrscheinlich auch wieder vorbei. Ein super Kampf hier vorne an der Spitze um den Sieg.
Die fahren einen ganz schön heißen Stiefel. Haben wir was Wind? Danke. Ui. Kurt Klapper hat ein Problem. Und Kurt Klapper hatte da einen kleinen Ausritt ins Kiesbett, ausgangs letzter Kurve vor Start und Ziel. Auf den Acker geflogen. Zum Glück nichts weiter passiert, aber er fällt hier bis auf P7 zurück. Einhorn auf Abweg. Und auch weiter hinten im Feld hatten wir einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Oh, Jordi Oliveira Figuera in the Porsche Curves. Eieiei. Whoopsie. Oh, P11. Jordi verliert hier in den Porschenkurven sein Fahrzeug und knallt rücklings mit dem Heck in die Betonmauer. Auto scheint aber noch fahrbar zu sein. Björn hatte da in der Dunlap-Schikane auch einen kleinen Ausritt und musste ein bisschen abreißen lassen. Und weiter hinten im Feld hatten wir noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns dann gleich mal anschauen. Hier haben wir Don Runkel im Bild. Inzwischen P13 und auf P14 hier Tobias Werning, der jetzt gerade sein Auto mal schnell wegfeuert. Oh, Darth, I'm trying my hardest here. No cautions here. Here we got Kev Ho. Oh, watch out, watch out. Ah, that happened to me in the IMSA Vintage race. But I hit Oh the... yes, oh yes. Ah, Ben! Da, Björn, bleib da! Kevin Ho verliert hier in der letzten Kurve vor Start und Ziel sein Fahrzeug, nichts weiter passiert und weiter. Ah, jetzt sehe ich das Pin-Up, Girl. Im Rückspiegel. Und hier geht das Gekloppe jetzt in die nächste Runde, während Ben dann leicht abreißen lassen muss. Björn jetzt wieder in Führung vor Miguel Morland und auch Tommy versucht da am Ted-Jan Blömen vorbeizugehen, was ihm auch gelingt. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit und es ist noch lange nicht abzusehen, wer hier heute den großen Pokal mit heimnimmt. Alter Vater, ey. Das ist nichts für meine Nerven hier. Ein wildes Gerade, wir haben jetzt ungefähr Halbzeit. Ted-Jan Blömen ist da wieder im Angriffsmodus und wird auch gleich vorbeigehen. Okay, I've not seen that. You'll be unsurprised to know that I haven't seen that yet. Junge. Und auch ganz hier vorne an der Spitze, Björn muss jetzt seinen Platz an der Sonne wieder abgeben. You'll never guess the one. You'll never guess the one. Das ist schon risikofreudig, ja, der ist risikofreudig hier. You'll never guess it. Also einen Scheitelpunkt reinzuziehen, obwohl ich da bin, das muss schon sehr viel auf den Nebenmann vertrauen, so, ne? Dass der zurückgeht. Ben makes it good. He has a safety Gap. Safety gap, genau. Ben fällt da inzwischen schon fast 2,5 Sekunden nach vorn. And when you all crash, Ben is the laughing bird. Uiuiui. Ja. Ich hab Yeah, I Angst. got disconnected from the pack because Clapper had an instant in front of me, so I had to brake a little bit. Tommy is scared about Ted-Jan Blömen. Ja, ist... Very risky driver. Und jetzt der Terre Rouge raus auf den Mulsanne geraten, wird es den nächsten Angriff geben. Schlüpfrig. Da ist Björn auch schon ausgeschert. Also ich habe ihn ein bisschen musste ich abreißen lassen, Das Einhorn fliegt wieder vorbei. Eine Schlacht, wie wir sie vorher erwartet haben und unsere Jungs mittendrin dabei, super. Boah. Ein riesen Abstand zu P6 war nach hinten, 6 Sekunden. Mulsanne-Kurve und Miguel Morland kann sich hier vorerst wieder durchsetzen, aber Björn reitet hier gleich den nächsten Angriff. Kommt hier besser aus der Kurve raus und schon setzt er sich wieder daneben. Ein spektakulärer Kampf hier an der Spitze, in dem auch jetzt Ted-Jan Blömen wieder mit eingreifen will. Und da hat sich Björn auch wieder an die Spitze gesetzt. Ich muss die Gänge sehen. Kurt Klapper am Anfang mit Pole Position gestartet und dann sukzessive zurückgefallen, versucht seine Plätze wieder gut zu machen. Ganz dicht an Christo Chinmay hinten dran. Dann haben wir auf 8 Manning Rinnen, auf 9 Robert Simpkins, auf 10 Jason Krakowiak und auf 11 Keith Turner, auf 12 Jordi Figueira und auf 13 Don Runkel Jr. In the evenings, when there's no sun, it's okay. Ganz hier hinten am Ende des Feldes mit weitem Abstand kämpfen Stefano Facco und Kev Ho um die Position. Kleiner Rutschi da aus der Porto-Kurve raus.
Die Jungs gehen gleich in die 7. von 11 Runden und Tommy hat hier die ersten Rutscher, die ersten Warnsignale der Reifen, während Kurt es hier geschafft hat, an Christo Chinmay vorbeizugehen, damit liegt Kurt Klapper wieder auf P6. Robert hier auch ganz dicht hinten dran an Manning Grinham. Halbzeit. Da wir heute 11 Runden zu gehen haben, ist vor 1,5 Runden schon Halbzeit gewesen. Björn hat hier die nächste schnelle Runde in den Asphalt gebrannt und kann sich jetzt immer mehr vom Feld absetzen. Sind schon fast 2 Sekunden Abstand zu Michael Moorland auf P2. 7 von 11. Ja, das ist mehr als Halbzeit, oder? Hab ich nicht verrechnet. Weiterhin Ted-Jan Blömen auf P3, Tommy Silbernagel auf 4 und unser Ben auf 5, Kurt Klapper auf 6, schon 3 Sekunden weg von der Gruppe hier vorn. Ben heute auch mit einer super Pace und einem guten Setup, kämpft sich da Zehntel für Zehntel wieder nach vorn dran. Und Björn ganz hier vorne an der Spitze, der hat so eine Hammer-Pace, dass er sich da ohne Windschatten absetzen kann. Wahnsinn. Björn hat einen riesen Polster. 2,5 Sekunden, ich würde kleiner. Der Abstand zu Ben wird auch größer, 3 Sekunden. Was ist los, Ben? Keine Lust mehr? Ben, what happened? Tires? Weiter hinten im Feld gab es wieder einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns dann auch gleich mal an. I'm still looking for my apex on the first turn, second turn. Okay. Anyone found my apex? Kevin Ho verliert er auch an, fährt dann auf Schikane sein Fahrzeug. I smell a really dangerous, stupid move. Und da kommt Stefano Facco auch schon angeschossen und knallt volle Kanne rein. Unglaublich. Oh no, what the fuck. Chat. I'm blaming my chat because I've got a quiz going on here. I'm talking to chat. Okay. Ben the Game Master. The Quiz Master. Ich habe das Gefühl, dass die zwei sich da vorne gleich irgendwie maulen. Der nächste Angriff und Michael Moorland ist da wieder an Ted Blömen auf P2 nach vorn gegangen. Das wär's ja mal. Björn, Tom und Ben auf dem Podium. Wir haben ja hier noch 3,5 sehr, sehr lange Runden zu gehen. Da kann noch so einiges passieren. Schauen wir mal. Ted seine Reifen. Wir haben ja jetzt ungefähr 2/3 des Rennens geschafft und jetzt gehen die Reifen so langsam ein. Werden wir sehen, wer hier am besten mit seinem schwarzen Gold gehaushaltet hat. Meine sind auch nicht von schlechten Eltern. Boah, der Björn, der gibt jetzt aber Gummi da, ey. No more movie quizzes. Er hat gesagt, komm, ich spiele ein bisschen mit euch, ich muss jetzt weiter. Tschüss. That corner, I think that's my worst corner. Corner I don't like so much in the whole track. Björn eröffnet jetzt hier die 8. Runde. Dahinter haben wir Michael Moorland auf P2, Ted-Jan Blömen auf 3, Thomas Silbernagel auf 4 und unser Ben Sommers schließt die Top 5 ab. Björn ganz vorne an der Spitze kann sich immer mehr absetzen. Der fährt hier Wahnsinnsrundenzeiten. Björn 3,22,0. Ja. Ohne Windschatten. Dunlop-Schikane, jetzt gibt es hier wahrscheinlich den nächsten Angriff. Oh. Jetzt! Achtung! Danke. Come on, Ben! Go, go, go! Achtung! Michael Moorland kann da weiterfahren, aber Ted-Jan Blömen hat seinen Heckflügel verloren. Ach, echt schade. Die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Miguel ist da auf P3 wieder zurück auf die Strecke gekommen und wir schauen uns den Unfall direkt gleich nochmal an. Ja, Miguel and Ted-Jan, they were both too aggressive. You see that Ted wants to have the corner and he also is too hard on brakes for this one, and then Yeah, okay. Braking on the left curb is dangerous. Ted-Jan und Miguel fliegen hier gleichzeitig und unabhängig voneinander ab und Ted-Jan verliert dabei seinen Heckflügel. Und während Björn vorn auf und davon ist, greift jetzt hier Ben an und versucht auf P3 nach vorn zu gehen. Das wäre ja ein Traumpodium. Björn ganz vorn, dahinter haben wir unseren Tommy und jetzt hier Ben im Angriffsmodus Richtung P3. Come on, Ben. You get it. Seite an Seite geht hier die endlose Mulsanne-Gerade runter. Miguel scheint da aber keinerlei Beschädigung vom Unfall eben abbekommen zu haben. Oh, 7 Sekunden. Kurt Klapper hinterm Ben, der inzwischen auf P5 angekommen ist da schon ungefähr 2,5 Sekunden weg von den Jungs hier.
Ben kämpft da hier die ganze Gerade runter, aber Miguel kann sich davor erst nochmal durchsetzen. Die Jungs hier vorne gehen gleich in die 9. von 11 Runden und Ben hängt ja immer noch hinter Miguel Morland fest. Oh, don't mention anything about Formula One, because McIntosh hasn't seen it yet, Angus. He's just started watching it now. Keith Turner hat sich inzwischen wieder auf P11 nach vorn gearbeitet. Und Tommy verliert immer mehr den Anschluss nach vorn zum Björn. Björn hat inzwischen mehr als 7 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Und inzwischen bin ich auch recht froh, dass er von hinten starten musste und die Quali ein bisschen versemmelt hat. Denn sonst wäre das hier eine sehr, sehr einseitige Veranstaltung geworden. Drücken wir auf jeden Fall unserem Ben die Daumen, dass er vielleicht dann noch irgendwie Miguel Morland knacken kann. Das wäre doch ein Traumpodium. Björn, Tommy und Ben gemeinsam auf dem Podium, das hat man noch nie. Da hat Ben aber auch jetzt gerade einen leichten Wackler gehabt und muss ein bisschen abreißen lassen. Ich glaube, der hat jetzt auch mit seinen Reifen zu kämpfen. Im hinteren Feld gab es auch wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns dann direkt gleich mal anschauen. Was dann? Miguel. Must be a slow down, surely. Ein Wahnsinnsrennen wieder von den Jungs heute hier vorn und Kurt Klapper ist da auch noch in Reichweite. Miguel ist trifft den. Jordi Olivia Figuera verliert hier Ausgang Corvette-Kurve sein Fahrzeug. Okay. If you spin on this exit of the corner, you will lose so much time, really. Und 5 Meter weiter mit heißen Reifen noch einmal einen Spin. Und jetzt gibt es hier den nächsten Angriff von unserem Ben Richtung Podiumsplatz. Wahnsinn, Ben und Miguel brettern da hier eine halbe Runde Seite an Seite um den Kurs. Jetzt geht es hier Richtung Indianapolis und Ben kann sich da endlich durchsetzen. Und Kurt hat sich da direkt auch wieder rangearbeitet. Jetzt ist das hier ein richtiger Dreierpack geworden. Yeah. Allerdings ist Tommy vorne schon 3,5 Sekunden weg von den Jungs. Go, 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 Ben! Ja, ja. Miguel has problems with his tire. Und da hinten ist ja auch noch Christo Chinmay auf P6 und Manning Grinham auf P7. Die zwei sind da gar nicht so weit weg von der Gruppe hier. Ben kann sich da schon leicht absetzen und Miguel muss sich jetzt Kurt Klapper erwehren. Nach Pole Position heute ein Top-5-Ergebnis für unseren Kurt, das kann sich doch mal sehen lassen. 2 Runden haben wir noch auf der Uhr stehen, das sind ungefähr 7 Minuten. Oh, now Miguel lost the car. Oh, und da hat es Miguel übertrieben und sein Auto verloren. Zum Glück ist da nichts passiert, das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Miguel Morland feuert hier in den Porsche-Kurven nochmal sein Fahrzeug weg. Miguel Morland again. Oh, watch out. Oh dear. Ui. Ja. Okay, but he was happy. He overdriven his car, the tires are done. Nur ein paar Plätze zurückgefallen und weiter geht's. Okay, Multi-21, Thomas, Multi-21. Multi-21. Jeder eingefleischte Formel-1-Fan wird sich an den Spruch erinnern können, damals als Sebastian Vettel Mark Webber überholt hat und dann eine Teamanweisung ignoriert hat, um das Rennen zu gewinnen. Tommy ist Offenbacher, not Red Bull. Inzwischen hat Björn fast 9 Sekunden Vorsprung auf den gesamten Rest des Feldes. Tommy auf P2. Noch einmal 2,5 Sekunden Vorsprung auf unseren Ben. Und wenn die Jungs das so ins Ziel bringen, wäre das ein absolutes Traumergebnis. Yeah. Unser Einhörnchen mal wieder wie vom anderen Stern. Das Einhörnchen galoppiert davon. In den letzten Wochen hat Björn seine Reifenprobleme super in den Griff bekommen. Galopps! Runs away. Fährt hier ein Top-Ergebnis nach dem anderen ein und wird wohl bald die Pro-Grenze erreicht haben. It's quite funny how I went not this race because there's no grass really, but one of the other races. Be aware of Kurt, Ben. I think it's Silverstone. He's getting closer. Infield, the field section, and of course, Acker being concentrate. German. So Acker was in the Acker. I think that's what they tell me. Und ich glaube, Ben erklärt da gerade seinen Twitch-Zuschauern hier mitten im Rennen, was Ackermann bedeutet. Schnell, schnell. Klappe ist kommen. Ja. Gut, Klapper kommt näher.
I can wait for you to give you some draft. Und Ben kommt da auch so langsam wieder in Tommys Windschatten. Kurt ist da nur 0,6 Sekunden hinterm Ben. Das könnte jetzt in den letzten 1,5 Runden nochmal richtig heiß werden. Nach hinten hier zu Christo Chinmay, der hier auf P5 liegt, die Lücke schon groß genug. Dann haben wir auf 6 Miguel Morland, auf 7 Robert Simkins. No, go. Come on. Heute auch selten im Bild, aber mal endlich wieder ein sorgenfreies Rennen für unseren Robert. Das freut mich ganz besonders heute. Hoffen wir, dass er es auch bis ins Ziel bringt. Und unser Björn wird jetzt gleich die letzte Runde eröffnen. Ein Höllenritt heute wieder von ihm, da kann man einfach nur den Hut vorziehen. Björn hat in letzter Zeit den Turbo gezündet, sehr, sehr schön. Die Kehrseite der Medaille ist das von Verlieren, wenn er dann zu den Pros aufsteigt. Zum vorletzten Mal Ford-Schikan und dann geht es jetzt hier in die letzte Runde. Wow. White Flag for Unicorn. Hätte er jetzt fast noch weggeschmissen, die Karre. Björns Reifen werden da jetzt auch richtig am Ende sein, aber zum Glück hat er ja genug Vorsprung und kann jetzt ein bisschen Pace rausnehmen. Ganz anders wie unser Tommy auf P2. Ben ist jetzt hinten dran und jetzt gibt es in der letzten Runde nochmal einen richtig spannenden Kampf. Ben also drives like Walter Röhr. Wie gesagt, hinten dran laut unser Kurt auch noch auf dem Podium. Und ein Stück weiter hinten gab es noch wieder einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir doch direkt mal hin. The same as Wednesday. Manning Grinnen verliert hier in Tertre Rouge sein Fahrzeug. Okay, dann. It's the way to drive the car. Das sieht spektakulär aus. Okay, he's 1 second away. That should be enough for some draft. Manning Grinnen, I think that's the end of his race. Straight into the wall. Okay, but Kurt has... We need 1 second for the DRS. Ja. Wie Pascal Wehrlein, I need DRS! No, Clapper's too far. Go. Und wie ihr sicher gemerkt habt, der Unfall ist schon fast eine Runde her gewesen, den haben wir nachgereicht. Ben jetzt hier im Slipstream vom Tommy, Kurt hinten dran. We need to work together to try and catch Beyond. Okay. So wie es aussieht, bleiben aber hier die Abstände bestehen und keiner kann hier auf den anderen aufholen, geschweige denn überholen. We have to turn here on the right somewhere and shortcut the track. Nitro, okay. Tom und Ben schmieden da schon Pläne, wie sie sich den Kurt vom Leib halten können. Aber ich glaube, einen Nitro-Knopf gibt es ja noch nicht in der Serie. Björn, wenn du willst, kannst du warten, dann machen wir ein Le Mans-Finish mit 3 Autos. Inzwischen liegt Björn sagenhafte 14 Sekunden vorn. Not in the middle. Middle slower. Go. Ja. I'll overtake you. Ja. Das Einhorn ignoriert dich. Und dieses Sensationsergebnis scheint hier immer realer zu werden. Weit ist es nicht mehr. Da muss der Tommy aber auch noch aufpassen, dass der Ben ihn dann nicht noch überholt. Wir alle haben ja noch den sensationellen Zieleinlauf vom Mittwoch vom IMSA Vintage Rennen vor Augen, bei dem Tommy in der letzten Kurve auf dem Weg zum Sieg das Auto weggefeuert hat. Björn das letzte Mal hier Arnage, und so wie es aussieht, hat er jetzt auch ein bisschen Tempo rausgenommen. Schade, dass wir so zeitig unseren Helmut hier heute verloren haben. So ein Verschalter kann passieren, das ist mir auch schon oft passiert. Yeah, I think Tom would have caught him if he wasn't waiting for me. Ja. Hier vorne die Abstände sind jetzt relativ klar und wenn die Jungs das auf den letzten Metern hier nicht weghauen, dann ist die Sensation perfekt. Und eindrucksvoll vorneweg unser Einhörnchen hier auf den letzten Metern, die letzten paar Kurven. Oh, da schmeißt er die Kiste nochmal richtig um die Kurve. Fly Unicorn. Einen ganz herzlichen Glückwunsch schon mal an dieser Stelle für diese mehr als beeindruckende Vorstellung hier und heute. The last 2 corners. Oh, was that slow down? Oh, ich hab's zu slow down. Unicorn Power. Congrats, Björn. For the win. Congrats. Go. Thank you. Wow. Etwas. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist doch nicht schon mal Podium. Dreifach-Sieg hier. Yes. Yeah. 3 guys on the podium. Yes. Björn, Tom,
Björn, super Rennen. Warte mal. Was für ein sensationelles Podium. Björn vor Tom und Ben. Ja, war geschenkt, würde ich mal sagen. Uah. Kurt Klapper auf P4 ins Ziel gekommen. Christo Chienmay komplettiert die Top 5. Komm mal her, schön hier. Come on, Ben. Next Björn. That's worth the screenshot. Jetzt haut er schon wieder ab hier. Thanks, Howard. Oh, yeah, good. Quick, take him out now. What? Come on. 3 in a row. Come. Yes, baby. Hi, Ben. Congratulations, good win, Bjorn. Congratulations to you. Great. Ja, ich musste ja auf den Ben warten, weil ich musste ihm ja Windschatten geben, damit er nicht von dem vierten noch überholt wird. Der soll mal in den Chat kommen. Sag mal, Björn, hier kam in den Chat. Hast du die Möglichkeit, in den Chat zu kommen? Ach, der hört mich nicht, kann das sein? Vielleicht hat er dich gemutet. Ach so. Das kann sein, oder? Ja. Ben, can you ask him to come in chat? Who, Bjorn? Yes? In English? Yeah. I hope you understand. Okay, what? Okay, he wants to make some donuts, I think. Okay, Donut time! Und Robert fragt da im Chat, wo unser Byron ist. Wie gesagt, Byron war heute in Croft zu Besuch bei der BTCC. Ben, where are you? Yeah, let me run my 0.5 meters from lower plane. Okay. Juhu! Oh! Bomb! I was hit by Ben. Ei, destroyed the cars. Very nice. Sorry, Tom. That was... Ja, das ist doch mal ein schönes Podium hier. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ein ganz herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Dankeschön. Das war super. Boah, Das Alter, war was super. hast denn du für eine Pace gehabt? Geil, Omat, ey. Das Wo war- bist du gestartet? Keine Ahnung, ganz hinten. Ja, im ersten Weil, in glaube der ich, 2 oder ersten, 3 Leute waren hinter mir. erste Genau. Quali-Runde weggefeuert. In der ersten Runde habe ich dich von ihm relativ gesehen, da bist du auf... Ja, Einer ist mal galoppiert. ja. War's erst awesome. Du hast gesehen, dass hinter dir Miguel und der Ted, die Ja, schmeißen was sich was weg. ist mit Miguel passiert? Ted hat sich weggeschmissen und Miguel mitgenommen. Right, let's check. Und dann hatte Miguel nochmal eigenhändig das Auto weggefeuert. Time to check the results, guys. Does anyone want to Das Ja, hat man alleine gesehen. bis T1 habe ich ja, glaube ich, schon 4 oder 5 Leute überholt Ja, gehabt. war stark. War geil. Ja. Absolut super. Und dann, du hast praktisch, wir konnten darauf wetten, das konntest du vorhersehen, dass Miguel und Ted abfliegen. Ja, ich habe das vorausgesagt. Das war eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die haben sich so bekebbelt, so, die sind so risikohaft gefahren und der, ich weiß nicht, der eine, wie hieß der, Ted war das, ne? Ted, Hätte irgendwas, ja. Ja, der ist schon ziemlich, der ist mir voll in den Apex rein und musste voll in die Eisen gehen, sonst hätte es auch gescheppert, also der ist schon sehr risikobereit gewesen, ne? Ja, bis auf die Gerade war ich an 2, 4, 6 Autos vorbei. Wir können ja gleich mal reinklicken. Und auf der Geraden habe ich dann auch nochmal, keine Ahnung wie viele geholt. Ja. Aber das ist doch mal echt ein super geiles Podium, also das hier, wir drei zusammen. Total geil. Mega. Da fehlt nur noch, dass der Byron hier, weiß ich nicht. Ja, aber auch noch- wo ist der Pfeifen Der kommt? hat heute Verpflichtung familiäre. Oh, Ja. er hat sich doch so drauf gefreut. Hast du gemerkt, Björn, die haben den Split aufgeblasen hier um 38. Da gibt es den 30, sondern 38er.
liebe Zuschauer, das ist doch mal ein Traumpodium. Ein Wahnsinn. Was soll ich dazu noch sagen? Schade, dass unser Helmut hier nicht mitfeiern kann. Trotz allem absolut sensationell. Freue ich mich schon auf das nächste Rennen nächste Woche. Und ich denke mal, ihr hoffentlich auch. Wünsche ich euch mal alles Gute. Bleibt uns treu und gesund. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.